Wenn man heute die Stellenanzeigen in Tageszeitungen, Online-Jobportalen oder sogar die Werbung von Unternehmen auf YouTube oder Facebook verfolgt, sticht ein Begriff immer wieder heraus. Quereinsteiger willkommen. Besonders auffällig ist das im Gütertransport, also bei großen wie kleinen Speditionen. Es können sich heutzutage sogar Fahranfänger bewerben, völlig ohne Berufserfahrung. Viele Unternehmen buhlen geradezu, um neue Lkw-Fahrer zu finden. Also buhlen ist ein Wort aus dem Hochdeutsch und bedeutet so viel wie umschmeicheln, flirten. Das war früher ganz anders. Ich erinnere mich noch gut an meine eigenen Hürden und Probleme als Fahranfänger. Damals war es etwas Besonderes, überhaupt nur in der Nähe eines Sattelzuges zu kommen, geschweige denn ihn eigenhändig fahren zu dürfen. Die Auswahl an Speditionen, die jemanden ohne Erfahrung eine Chance gab, war extrem klein. Vielleicht eine von 100 Firmen, die sich überhaupt auf so einen jemanden eingelassen hat. Wer heute beginnt, der kann sich seinen Arbeitgeber fast schon aussuchen, ohne eine Bewerbung jemals geschrieben zu haben. Und wenn ich dann in den Kommentaren, ob YouTube oder Facebook oder anderen entsprechenden Beiträgen lese oder meine Unterhaltung mit einem Nachbar, begegnet mir oft eine vollkommen falsche Vorstellung davon, was es heißt, Lkw-Fahrer zu sein. Das erinnert mich an einen alten Spruch aus den 90er Jahren. Damals sagte man gerne, im Puff drängeln, aber kein Geld haben. Sprich, große Erwartungen, aber wenig Realitätssinn. Ich selbst bin Jahrgang 1979, habe 1997 meinen Schulabschluss gemacht und 2001 meine Ausbildung als Handwerker abgeschlossen. Ich war damals meinem Traumberuf schon recht nahe. Und das ist meine Geschichte, wie ich zum Berufskraftfahrer wurde. Die Ausbildung hatte ich irgendwie geschafft. Wie man so schön sagt, mit Brechen und Biegen. Mein damaliger Meister versuchte noch, mich umzustimmen. Er versuchte mir andere Wege aufzuzeigen, mich zum Bleiben zu bewegen. Doch ich war überzeugt, wenn ich für die Bäckerei den Lieferwagen fahren dürfte, wäre das mein Einstieg in der Welt der großen Fahrzeuge, eine gewisse Erfahrung zu sammeln. Was macht eigentlich ein Brötchenfahrer genau? Den ganzen Tag Brötchen rumfahren, am Ende des Tages sich etwas hervorheben als Retter der Menschheit? Naja, offen gesagt, für mich war es nur interessant, den großen Lieferwagen zu fahren. Wirklich Ahnung hatte ich damals nicht. Die Arbeitszeit beginnt in der Nacht um 2 oder 3 Uhr.
Die erste Zeit lang war es für mich völlig ungewohnt, nachts aufzustehen, wo andere noch im Bett lagen. Ich könnte damals nur um 2, 3, vielleicht um 4 Uhr nach Hause zu kommen nach einer Party. Das kannte ich. Noch unheimlicher war es, nachts mit dem Auto unterwegs zu sein, durch menschenleeren Straßen zu fahren. Auch das war für mich eine gewisse Erfahrung, wie die Straßen nach 2 Uhr in der Nacht aussehen. Natürlich hatte ich auch manchmal den Gedanken, mit Vollgas durch die Stadt zu fahren. Aber der Gedanke, was machst du, wenn da plötzlich dir was vors Fahrzeug springt? Nach einem Unfall kommt die Polizei. Was willst du denen dann erzählen? Hab einen Werwolf gesehen und hab Vollgas gegeben. Die erzählen mir was anderes. Mein gesunder Verstand sagte mir, fahr so, wie es vorgegeben ist. Weshalb gibt es die Autobahn? In der Bäckerei angekommen, wurde als erstes gestempelt und dann gründlich die Hände gewaschen. Schließlich arbeitet man mit Lebensmitteln. Hab aber festgestellt, nicht alle Kollegen nahmen es so genau. Manche trugen lieber Arbeitshandschuhe, wie ich sie aus dem Handwerk kannte. Leder, schmutzig und irgendwann ziemlich übel riechend. Da merkt man schnell, dass nicht jeder an Hygiene denkt. Bis 4 Uhr wurden die heißen Backwaren auf Regalwagen aus dem Ofen gezogen. Jeder Wagen hatte bis zu 20 Bleche. 20 heiße Bleche mit Backwaren. Die Backwaren mussten in sogenannte Bäckerkörbe befüllt werden. Pro Blech ein Korb. Ich nannte das liebevoll mein Fitnessstudio. Du weißt nicht, was schlimmer ist. Die Hitze oder ständig Heben der Bleche. Je nach Art der Backwaren hätten auch 2 Bleche in einem Korb gepasst. Es hatte aber seine Gründe, weshalb. Ein Blech, ein Korb. Da gab es andere Kollegen, deren Aufgabe war, die Ware entsprechend aufzuteilen. Die bestellte Menge für jede Filiale bereitzustellen. Ich habe immer gedacht, alle Filialen bekommen das Gleiche, die gleiche Menge an Waren. Aber man muss sich das so vorstellen, die eine Filiale verkauft viele Müslibrötchen, dafür weniger Dinkelbrötchen. Eine andere Filiale dann verkauft viele Dinkelbrötchen, aber weniger Müslibrötchen. Nehmen wir an, du hast 2 Uhr angefangen. Du hast die ganze Zeit Bleche gehoben. Diese heißen Bleche. Und wenn du dann um 4 Uhr das Fahrzeug beladen darfst, du freust dich richtig drauf. Alles musste formschlüssig verladen werden, so dass jede Filiale ihre Ware bekommt. Brötchen, Brote, Süßwaren. Das sind die Produkte, die du als Kunde morgens um 6 Uhr in einer Bäckerei kaufen kannst. Ich hatte damals 3 Filialen, die ich einfahren musste. Zweimal am Tag. Morgens waren das nur Brötchen, paar Brote und viel Süßwaren. Bei der zweiten Tour waren dann nur Brote und Kuchen. Von diesen 3 Filialen waren 2 dabei, wo ich gern gesehen war als Fahrer. Wo ich einen gewissen Beliebtheitsstatus hatte. Bei einer jedoch, da war das Gegenteil von beliebt. Der Ablauf einer Bäckereifiliale ist: die Fachverkäuferin,
die frühmorgens um 5:30 Uhr ihren Dienst beginnt, die haben alle ihren festen Ablauf, was das Produkte einräumen in die Regale betrifft. Wenn ich als Fahrer dann die Körbe einfach so hinklatsche, dann haben die Frauen die größten Probleme. Dazu kommt auch, die Stapelhöhe der Körbe sollte immer bei 1,80 Meter hoch sein. Wenn dann 5 Stapel im Raum stehen, dann kann man sich sicherlich denken, was das für ein Zirkus ist. Als Fahrer hatte man die Pflicht, nur zu liefern, mehr nicht. Beim Verladen des Fahrzeuges habe ich immer darauf geachtet, wenn ich auslade, dass die Produkte, die als erstes gebraucht wurden, schnell griffbereit waren für die Frauen. Das Mitdenken hatte Vorteile bei den 2 Filialen. Bei der zweiten Tour, die ich dann brachte, gab es immer ein frisch belegtes Brötchen und ein liebevoll zubereiteter Kaffee. Naja, liebevoll ist etwas übertrieben. Der Kaffeeautomat hat seinen Job gemacht. Aber dafür gab es ein Lächeln der Verkäuferin und ein Dankeschön. Dann gab es ja noch die eine Filiale. Aber diese Filiale, die haben sich über alle Fahrer beschwert. Warum, weshalb, keine Ahnung. Besonders über mich. Ich war im tiefsten Herzen sehr beliebt. Hab ja vorhin erwähnt, dass die Körbe, also die Stapelhöhe, maximal 1,80 Meter hoch sein sollte. Dieser Filiale aber waren meine Körbe alle 2,50 Meter hoch und die Ware, die griffbereit, also die Ware, die als erste gebraucht wurde, die war immer unten oder irgendwo in der Mitte. So dass die Frauen erst einmal Tetris spielen durften. Und ja, ich wurde aus dem tiefsten Herzen gehasst. Natürlich hat der Chef mich oft angesprochen. Ja, warum, wieso und könnte man da was ändern und so weiter. Aber ich hatte immer meine Ausrede. Und irgendwann wurde es still. Offen gesagt, ich war auch ein bisschen froh darüber. Weil mir sind die Ausreden ausgegangen. Wenn alles glatt lief, hatte ich meistens zwischen 10 und 11 Uhr Feierabend. Wenn ich Feierabend hatte, war für mich noch lange nicht Schluss. Nach der Arbeit versuchte ich immer 1 oder 2 Stunden zu schlafen. Habe mich damals in eine Fahrschule eingeschrieben für den Führerschein Klasse 2. Der heutige Führerschein CE, LKW-Führerschein. Damals bedeutete das Ganze hunderte Seiten von Fragebögen auswendig lernen, Technikpauken, Straßenverkehrsordnung büffeln. Dazu Pflichtunterricht in der Fahrschule und die Fahrstunden mit dem LKW. Mach das mal 6 Monate lang. Diese 6 Monate haben sich angefühlt wie die Grundausbildung der US-amerikanischen Navy Seals. Die Navy Seals bekommen unter Dresche beigebracht, im Sitzen zu schlafen. Ich aber konnte das bereits, ohne Dresche von so einem Drill Sergeant. Der Tag der theoretischen Prüfung stand mir bevor. Maximal 8 Fehlerpunkte waren erlaubt. Ich kam, ich sah, ich siegte, hatte 0 Fehlerpunkte. Das fühlte sich an wie ein Sieg beim 24 Stunden von Le Mans. Dann folgte bei mir die nächste Prüfung, die Fahrprüfung mit dem LKW, ohne Hänger. Der nächste Sieg fühlte sich an wie der Sieg vom Nürburgring, die 24 Stunden. Jedoch der Sieg in Spa droht zum Fiasko zu werden. Die Fahrstunden mit dem Hänger waren eine Katastrophe.
Vorwärts fahren, kein Problem. Um die Ecke fahren, kein Problem. In der heutigen Zeit würde man diese Art von Fahren gerne als Ostblock-Fahrstyle bezeichnen. Warum? Rückwärts fahren, ein Albtraum. Und die Rede ist von einem Drehschimmelhänger, also Drehkranzhänger. Alles ist bisher top verlaufen. In der Fahrprüfung aber werden 20 Meter Rückwärtsfahren geprüft. Einen Sattelzug kann ein 7-Jähriger fahren, theoretisch. Aber Drehschimmel, das verursacht ein Gefühl, als hätte man auf dem Fahrersitz geduscht. Dann kam der Tag der Prüfung. Mein damaliger Prüfer, der muss eine Art Sadomaso-Liebhaber gewesen sein. Anders kann man es nicht beschreiben. Statt 20 Meter ließ er mich 80 Meter rückwärts fahren mit dem Drehschimmelhänger. Und das Erstaunliche war, die gesamte Prüfung lief wie am Schnürchen. Bestanden. Das Gefühl, wie ein Formel-1-Fahrer, der die Weltmeisterschaft gewinnt. Und der Führerschein hatte mich gerade mal 2400 D-Mark gekostet. Umgerechnet wären das heute knapp 1200 Euro. Rein theoretisch hätte ich damals am nächsten Tag in einer Spedition anfangen können. Damals kannte man den Code 95 höchstens als eine Fehlermeldung im Bordcomputer eines Fahrzeuges. Damals wurden auch Lkw-Fahrer gesucht, Anfang der 2000er Jahre. Aber gesucht wurden nur erfahrene Fahrer mit Hängezugerfahrung. Hin und wieder wurde auch mal ein Sattelzugfahrer gesucht. Wir Fahrer, die frisch von der Fahrschule kamen, wir wurden nicht beachtet, waren teilweise unerwünscht. Da stellte sich die Frage, wenn Fahrer doch gesucht werden, wie soll ein Fahrer, der keine Erfahrungen hat, Erfahrungen bekommen, wenn man unerwünscht ist? In der heutigen Zeit jedoch ein total anderes Bild. Es werden auch Fahrer gesucht. Nur, ob du fahren kannst oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache, du hast einen Lkw-Führerschein und in deinem Lkw-Führerschein ist der Code 95 eingetragen. Und am besten sollte der Fahrer nur einen Kopf zum Haarewaschen haben. Ist so mein Eindruck von manchen Firmen. Aber nicht alle Firmen sind so. Ich war zwar in der Bäckerei angestellt, hatte einen Vertrag. Jedoch die Bäckerei war für mich keine Perspektive auf Dauer, nur ein Zwischenstopp. Im Vergleich zum Motorsport war die Bäckerei für mich die Formel-Einstiegsklasse und der große LKW die Formel 1. Ich habe jede Woche die Zeitungen studiert, die Stellenanzeigen. Auf Stellenanzeigen mich telefonisch gemeldet. Entweder gab es die Aussage, komm in ein paar Jahren wieder, oder aber es wurde einfach aufgelegt. Habe es mit Bewerbungen schreiben versucht. Das Geld, was ich für Bewerbungen ausgegeben habe, hätte ich locker ein Wellness-Wochenende bezahlen können. Doch irgendwann im Oktober 2000 eine Stellenanzeige für eine Aushilfe gesucht. Für einen 12-Tonner. Ich gebe zu, ich war ein bisschen frustriert. Ich habe einfach die Telefonnummer gewählt. Eine Festnetz. Man muss so sagen, damals gab es
zwar Mobilfunknummern, also Mobilfunk-Handynummern, aber waren nicht so verbreitet, wie heute es der Fall ist. Und E-Mail. E-Mail, viele dachten damals, das sei so ein Frauenname einer Frau aus einem Bordell. Am Telefon meldete sich jemand. Ich stellte mich vor und gab an, dass ich meinen Führerschein selbst bezahlt habe und nun Erfahrungen suche. Ich gebe zu, damals, wo ich meine Frauenbekanntschaften gemacht habe, habe ich oft gelogen. Aber beim Thema Arbeitgeber war ich ehrlich. Denn was nützt es einem, etwas zu sein, was man nicht ist? Der Mensch am Telefon hörte sich meine Lage an. Dann war plötzlich still am Telefon. Ich habe mit allem gerechnet, dass ich jetzt irgendeine tolle Absage erhalte. Doch dann sagte der Mensch zu mir, hättest du Zeit? Das war ein Sonntagmittag. Er frug mich, ob ich Zeit habe, auf einen Kaffee vorbeizukommen. Noch am selben Tag. Ich habe wirklich mit allem gerechnet. Aber nicht, dass ich mal was Positives erlebe. Wir machten einen Termin aus. Ich fuhr noch am selben Tag noch hin. Von meinem Zuhause war die Firma keine 15 Kilometer entfernt von mir. Es war keine Firma, sondern eine Privatadresse. Jetzt stehe ich vor dieser Eingangstür. Der Name auf der Klingel steht. Man hat mir nichts erzählt, dass es eine Privatadresse ist. Was tun? Fahre ich jetzt nach Hause, gehe ich rein, was machen wir? Ich entschloss mich zu klingeln. Die Tür ging auf. Ein Treppenhaus. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. Jetzt stell dir vor, statt LKW landest du bei so einem BDSM-Sadomaso-Fanatiker. Ich war 21. Ich ging das Treppenhaus hinauf. Das einzige Positive, man hörte keine Schreie, so wie man sie normalerweise aus den Filmen kannte. Da öffnete sich eine Tür. Ein Mann trat hervor und sagte, wir haben einen Termin. Ich nickte, stellte mich vor und wurde in die Wohnung hereingebeten. Es war eine ganz normale Wohnung. Ich wurde herzlich empfangen. Aus einem Kaffee wurden 3 Kaffees. Und mir wurde alles erklärt, was man sucht. Was für mich absolut neu war, dass man meine Lage verstand. Und es wurde dann vereinbart, dass ich mal einen Tag mal mitfahren soll. Mit einem Sattelzug. Eine Tagesfahrt nach Belgien. Ich habe dann in meiner Firma damals mir 2 Tage Urlaub genommen, um diese Tagesfahrt mal mitzufahren. In der nachfolgenden Woche. Und ich war super geil aufgeregt. Jedoch keine Ahnung, wie ich mir diesen Tag mit einem Sattelzug in Belgien vorstellen soll. Wenn man damals den Eurotruck-Simulator gegeben hätte, dann hätte man eine Vorstellung gehabt. Aber das gab es ja damals nicht. Dann kam der Tag der ersten Tagesfahrt mit dem Sattelzug. Vereinbart war, dass ich um 4 Uhr morgens im Gewerbegebiet stehen soll. Dort würde man mich abholen.